Das hier ist die Geschichte von Olena. Sie hat mir die Erlaubnis gegeben, unser Interview zu veröffentlichen und euch zu zeigen. Dadurch, dass das Interview per Chat stattgefunden habe, habe ich mich entschlossen, KI-Stimmen zu verwenden, um euch das hörbar zu machen. Es ist eine sehr berührende Geschichte und eine sehr schwere. Ich muss auch sagen, persönlich hat sie mich sehr getroffen. Danke fürs Zuhören. Olena, können Sie uns erzählen, was passiert ist, als die Besatzung in Ihr Dorf kam? Es war, es war wie ein Sturm, der alles zerreißt. Ich war 25, als sie kamen. Panzer rollten einfach durch unser Dorf. Wir hatten nichts, keine Soldaten, keine Verteidigung. Nur unsere Häuser und unsere Angst. Innerhalb weniger Tage dürften wir nicht mehr Ukrainisch sprechen. Nur Russisch. Ein falsches Wort konnte dein Ende sein. Wie haben Sie das erlebt, diesen Zwang, die eigene Sprache nicht mehr sprechen zu dürfen? Es war, als würde man mir die Seele herausreißen. Ich bin mit dieser Sprache aufgewachsen. Sie ist meine Mutter, mein Vater, meine Kindheit. Und plötzlich wurde sie etwas Verbotenes. Etwas Gefährliches. Ich musste lernen, meine Gedanken zu verstecken. Sogar in meinen Träumen sprach ich irgendwann nur noch flüsternd Ukrainisch, aus Angst, jemand könnte es hören. Gab es bestimmte Ereignisse, die besonders einschneidend für Sie waren? Ja, sie haben meinen Lehrer zusammengeschlagen, Herrn Bodarenko. Nur weil er auf dem Markt ein Brot auf Ukrainisch bestellt hat. Sie haben ihn mitten auf der Straße geprügelt, wie ein Tier. Einige Tage später haben sie ihn einfach abgeholt. Er kam nie zurück. Niemand fragte nach. Wir wussten alle, dass wir es nicht dürften. Gab es Momente, in denen Sie selbst in Gefahr waren? Nickt langsam, ringt sichtlich mit sich. Ja, einmal, abends, als ich von meiner Großmutter nach Hause ging. 2 Soldaten, betrunken. Sie packten mich, einer zog an meinen Haaren, der andere flüsterte mir ekelhafte Dinge ins Ohr. Ich wusste genau, was sie vorhatten. Ich trat einem von ihnen ins Knie und rannte um mein Leben. Sie haben hinter mir hergeschrien, Schüsse in die Luft abgefeuert. Ich habe mich in einem alten Stall versteckt. Stundenlang lag ich dort, im Heu, und wagte kaum zu atmen. Ich dachte, ich würde sterben, wenn sie mich finden. Wie haben Sie nach so einem Erlebnis weiterleben können? Man lebt nicht wirklich weiter. Man funktioniert. Man lernt, unauffällig zu sein. Man wird unsichtbar. Jede Bewegung, jedes Wort wird zum Risiko. Sie haben erwähnt, dass es eine öffentliche Hinrichtung gab. Können Sie darüber sprechen? 5 Männer. Sie beschuldigten sie, Partisanen zu sein. Dabei hatten sie nur versucht, Menschen zu helfen, Brot verteilt, Nachrichten gehört. Ohne Verfahren, ohne Worte. Sie stellten sie auf dem Marktplatz auf. Schüsse. Es war schnell. Zu schnell. Und dann lagen sie einfach da. Im Schnee. Keiner durfte zu ihnen gehen. Nicht einmal zum Weinen. Was haben Sie in diesem Moment gefühlt? Nichts. Zuerst nichts. Es war, als würde mein Inneres erfrieren. Aber tief unten habe ich mir geschworen, ich werde nie vergessen. Nie vergeben. Und ich werde immer eine Ukrainerin bleiben. Egal, was sie mir nehmen. Dass Sie einen Schwur abgelegt haben, nie zu vergessen, nie zu vergeben. Wie kam es dann zur Flucht? Es war kein Leben mehr dort. Nach der Hinrichtung, ich konnte nachts nicht mehr schlafen. Ich hörte ständig Schritte, dachte, sie würden auch mich holen. Ich wusste, dass ich gehen musste. Ich wusste aber auch, dass das kein einfacher Weg sein würde. Wie haben Sie Ihre Flucht organisiert? Ich kannte jemanden, der jemanden kannte, so läuft das in solchen Zeiten. Ein Mann namens Ruslan, er brachte Menschen raus, sagte er. Er nahm Geld, aber auch andere Dinge. Ich hatte kein Geld. Nur die Hoffnung, dass ich es irgendwie schaffen würde. Wie sind Sie von Ihrem Dorf aus weggekommen? Zu Fuß. Nirgends. 2 Tage durch den Wald. Ich schlief in Scheunen, trank Regenwasser, aß, was ich finden konnte. Ich hatte ständig Angst, entdeckt zu werden. Menschen, Waffen, Machtspiele. Und dann Ruslan. Sie sind dann mit ihm gereist? Ja, wenn man das so nennen kann. Er sagte, er bringt mich nach Zumi. Von dort aus gäbe es Flüge in die Türkei. Aber nichts war umsonst. Was ist passiert? Am 2. Abend waren wir in einer Hütte, weit draußen, niemand sonst in der Nähe. Ich war müde, ausgehungert, durchgefroren. Er setzte sich neben mich. Und ich wusste sofort, was er wollte.
Haben Sie versucht, sich zu wehren? In meinem Kopf, ja. Ich wollte schreien. Aber ich wusste, wenn ich das tue, lande ich entweder wieder im besetzten Gebiet oder in einem Graben. Ich ließ es zu. Nicht, weil ich wollte, sondern weil es der Preis war. Ein Stück meiner Würde für ein Flugticket. Das muss unvorstellbar schwer gewesen sein. Es ist ein Loch, das nicht mehr zuheilt. Ich war nicht mehr ich in diesem Moment. Nur ein Körper, der stillhalten musste. Und Sie kamen dann in Sumi an? Ja, er hielt sein Wort, ich bekam ein Ticket nach Istanbul. Ich erinnere mich nicht an den Flug. Nur daran, dass ich auf der Toilette geweint habe, stumm, wie ein Tier. Wie war es dann, in Istanbul anzukommen? Ich kam in ein Auffanglager. Ich konnte schlafen. 14 Stunden lang. Als ich aufwachte, wusste ich, ich war frei. Zumindest äußerlich. Trage ich alles noch mit mir. Mein Name ist Olena und ich bitte euch. Ich weiß nicht, wie man beginnt, wenn einem alles genommen wurde. Ich weiß nur, dass ich noch lebe. Und dass ich sprechen muss für die, die es nicht mehr können. Ich bin Ukrainerin. Ich komme aus einem kleinen Dorf, das heute kaum noch existiert. Nicht, weil es vom Krieg getroffen wurde, wie man es in den Nachrichten sagt, sondern weil es ausgelöscht wurde. Menschen, Sprache, Würde ausgelöscht. Ich habe Dinge gesehen, die ich nie vergessen werde. Ich habe meine eigene Stimme verloren, erst im Verbot der Sprache, dann in der Gewalt. Ich habe meine Freiheit mit etwas bezahlt, das ich nie zurückbekomme. Doch ich stehe hier, weil ich an etwas glaube. An Wahrheit, an Erinnerung, an Gerechtigkeit. Und ich glaube an ein Projekt, das genau das versucht zu bewahren, Schattenstrategie. Ein Projekt, das Geschichten wie meine sichtbar machen will. Das dorthin geht, wo andere nicht mehr hinschauen. Wo Menschen nicht Zahlen sind, sondern Stimmen, Gesichter, Schicksale. Ich habe Elias kennengelernt, der dieses Projekt aufgebaut hat, mit Herz, Mut und einem unerschütterlichen Willen. Er will in die Ukraine reisen, echte Interviews führen, echte Geschichten dokumentieren. Nicht für Sensation, sondern für Wahrheit. Wenn ihr helfen wollt, dann helft ihm. Helft uns. Denn jedes Mikrofon, jede Kamera, jede Stimme zählt. Nicht nur gegen das Vergessen, sondern gegen die Lüge, dass wir still bleiben müssen. Bitte, hört nicht auf, uns zu sehen. Gewöhnt euch nicht an die Bilder. Und wenn ihr etwas geben könnt, dann gebt es diesem Projekt. Elias trägt nicht nur Technik mit sich. Er trägt Verantwortung für uns alle. Ich danke euch, dass ihr lest, dass ihr fühlt und dass ihr nicht wegschaut. Für die Ukraine, für die Wahrheit, für das Leben. Danke vielmals fürs Zuhören. Das war das Interview.